Freunde von Oleander Hi-Fi. Ja, heute sind wir an der Vorstufe dran. Ihr kennt die aus meinen Videos. Das erwartet euch auch heute. Ich werde hier ein bisschen was umbauen. Ich habe da mal was gefriemelt. Das muss heute raus. Ich möchte andere Kondensatoren ausprobieren und mal nachschauen. Es fällt ihm in der Netzteilensektion. Die Dinger haben ja induktives Netzteil, das ist unten, aber wir haben hier trotzdem noch einer ein bisschen erkältet und von daher verzeiht mir meine Stimme heute. Ja, was erwartet euch heute? Wir gehen heute nochmals die erste Stufe, was ich mal probiert hatte hier drin im Ausgangsbereich von dem Vorverstärker, hattet ihr nicht mitbekommen. Das war noch ja, ziemlich lange vor YouTube. Die Kondensatoren, die hier zusammengestückelt wurden, das möchte ich heute mal entfernen. Ich möchte was anderes ausprobieren, was Neues. Neue Kondensatoren hier aus Asien. Hier sei nochmal betont, hier findet keine ja, Werbung statt. Ich bezahle diese Bauteile alle von meinem privaten Geld. Was ich hier verwende, dient ausschließlich für meine Zwecke, um hier gewisse Dinge zu klanglich herauszufinden. Wie ist der Spielraum, was verändert sich? Die Vorstufe ist natürlich auch ein paar Jahre alt. Das heißt, die Kondensatoren verändern sich. Sie trocknen aus, werden alt. Die haben natürlich Alterungserscheinungen. Mitunter habe ich vorher schon mal reingespickt, habe gesehen, dass auch ein paar Widerstände angelaufen sind. Die werden in dem Zug dann beim nächsten Schritt auch mit ausgewechselt. Ja, was machen wir heute? Wir kontrollieren die Silmic. Hier sind vor langer Zeit schon mal Silmic 2 reingekommen. Und dann habe ich hier noch, wo sind sie denn? Ah, hier noch ein paar kleine, die eigentlich schon lange ausgetauscht hätten sollen. Jetzt habe ich gesehen, da fällt einer. Also muss ich nachbestellen und dann können wir die auch einlöten. Ja, dann sind hier drin Mundorf, lasst mich lügen, Gold, Silber, Öl, schieß mich tot. Es sind meiner Meinung nach Mundorf Silber drin und Jensen Alumen Z oder so. Ja, die kommen heute raus. Da kommt ein anderer Wert rein, das zeige ich euch gleich. Ja, willkommen beim Wahnsinn hier und jetzt geht's los. Ich zeige euch mal, was da drin los ist. Ja, also hier seht ihr wie versprochen jetzt die Endstufe von innen. Ja, die hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Vielleicht machen wir da mal einen neuen Body. Ich möchte sie nicht verkaufen, ich möchte sie nicht hergeben, ich möchte sie auch nicht ausmustern, weil dieses Teil einfach genau das macht, was ich möchte. Wie gesagt, entschuldigt bitte meine Stimme. Ist halt ein bisschen schwierig. So, was sehen wir hier? Staub. Viel Staub. Ja, das sind die Spielereien, die ich hier mal eingelötet hatte. Das kommt jetzt, also die Teile hier, die kommen jetzt alle raus. Hier hatte ich die Silmic 2 schon mal vor längerer Zeit eingelötet. Die kleineren roten VMAs, die möchte ich in Zukunft auch noch rausmachen. Und ja, die hatte ich vorher abgelesen. Hier kommen die anderen Elnas rein. Ich habe hier einen größeren Wert. Ihr seht es hier. Der ist natürlich zu groß. Ein 10.000er. Hier brauchen wir 2200. Wenn ich es richtig lesen kann mit der Brille. Jawohl. Und dazu werde ich auch die hier benutzen wahrscheinlich. Vielleicht schwenkt mal um zum Mundorf Lytik oder so. Aber bin mit denen hier, die liebe ich schon sehr gut. Mag ich sehr gerne. Die kommen jetzt dann, wie gesagt, in meinen Playback Designs in den MPS 3 hinein
Und da wollen wir uns mal kleinere besorgen. Ja, hier ist noch die Tüte mit den alten Teilen. Hier sieht man auch die Wimas, die hier ursprünglich mal drin waren. Übrigens, ich benutze Wirt ohne Werbung. Arbeite gut damit, arbeite gerne damit. Aber, wie gesagt, keine Werbung. Diese Kondensatoren waren früher hier drin. Die hatte ich rausgelötet, schon länger. Ja. Heute, die weißen Wimas hatten einen Wert von 10 und ich habe mir jetzt welche bestellt aus China. Warum aus China? Nun, es gibt diese Marke schon ein bisschen länger, die Pan Oceans. Auch hier findet keine Werbung statt, sondern ich kaufe mir diese Teile ganz normal. Hier habe ich jetzt einen, wie gesagt, den gleichen, den 10er. Er ist richtungsgebunden und er ist ausgeführt in Line AGCU. Ja, also versilbertes Kupfer ohne Öl. Da wird Huckepack, ja, entweder kommen die Mundorfs nochmal mit drauf, aber ich würde jetzt gerne die hier ausprobieren. Auch von Pan Ocean. Hier ist es genau andersherum. Hier haben wir Silberkupfer in Öl. Die sind noch ein bisschen mehr gedämpft. Ja, die kommen hier auch in dem edlen, vorsichtig gesagt, edlen Säckchen. Und sehen dann so aus. Ja, das ist 0,1. So rum, könnt ihr vielleicht besser lesen. Wie gesagt, die möchte ich mal ausprobieren. Und eben schauen, was passiert. Im Gegenzug zu den Dingern hier im Ausgang. Ja, dann legen wir mal los. Ich werde jetzt die Teile hier auslöten. Und wir sehen, hören uns dann gleich nochmal. Ich nehme euch ein bisschen mit. Jetzt muss erstmal die Lötstation hier anwärmen, aufheizen, bereit machen, alles herrichten und dann wollen wir hier mal die Dinge an den Kopf gehen. Ja, was ich nur kurz sagen möchte, diese Alps-Botis, warum sind hier Regler? Die seht ihr hier. Seht ihr das? Ja. Das sind keine Bass- und Höhenregler, sondern diese Vorstufe hat 4 Monozweige. Das heißt, ich habe hier 2 komplette Stereo-Vorstufen drin. Unter anderem für mich auch sehr ideal, weil ich in meinen Lautsprechern den Bassbereich immer aktiv anfahre. Was bedeutet, wir haben hier den Hauptlautstärkeregler und dann kann ich quasi Kanal 1 Stereopaar, Kanal 2 Stereopaar, kann ich nochmal extra einpegeln. Das bedeutet, entweder im Bi-Amping-Betrieb für einen Zweiwegler zum Beispiel, könnte man den Hoch- und Tief-Mitteltöner getrennt laut und leise machen, um das Ganze ein bisschen anzupassen. In meinem Fall ist es aber so, dass ich hiermit das Hauptstereopaar an den Lautsprechern betreibe und mit dem anderen den Bassbereich. Es ist natürlich immer ein bisschen mühsam, wenn man mal kurz umstellen möchte auf die Rückseite vom Lautsprecher und dann da rumdrehen, mal lauter, leiser machen. Manchmal möchte man eben ein bisschen mehr Bass hören, wenn man ein bisschen, na ihr wisst schon, dementsprechend Musik hört. Und so hat man dann doch die Möglichkeit, das über diesen Regler dann feinjustieren zu können. So, dann fangen wir mal an. Raus mit dem Zeug und ran an die Buletten.
um natürlich sauber an die Lötstelle ranzukommen, machen wir den Gehäuseboden weg, was beim Aloja wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Weil das Ganze, muss man jetzt wirklich zugeben, sehr durchdacht konstruiert wurde. Wenn man eigentlich den Gehäuseboden wegmacht und dann direkt an die Platine kommt. Schraube vergessen. Klassiker. So, wie ihr seht ihr jetzt die schöne Platine von unten. Ja, jetzt löten wir die Dinger raus. War früher so eine kleine Dämpfung drauf. Der ist irgendwann mal weggegangen. Hält mir die Kamera noch um. So, und hier haben wir den zweiten Block. Da haben wir schon einen drin. Audiophile MKP-Kondensator. Die haben schon 3%. Ne? Wenn man sich jetzt mal überlegt, er hier hat auch 3%. Ne? Die probieren wir jetzt. Noch laufrichtungsgebunden. Die löten wir jetzt alle 4 ein. Ja. Ja, für diejenigen, die jetzt natürlich sagen, ja, es bringt doch nichts und immer diese Modifikation, ich höre da nichts und mir schwarmt da Böses, brauchen wir gar nicht absaugen, der fällt schon von alleine runter. Ich für meinen Teil kann sagen, ich höre das. Es gibt Nuancen, die sich hier verändern und für mich macht es Spaß, auch so Dinge zu modifizieren und in dem Fall bei gealterten Kondensatoren ist natürlich zu sehen, okay, wir haben hier eine Alterung und wir können trotzdem den Klang wieder auf Vordermann bringen, weil wir hier wieder frische, gute Kondensatoren einbringen, die dann eben auch dementsprechend wieder Performance haben. Ja? Und
muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, was er hier machen möchte, an was er glaubt, und letzten Endes ist auch der Geldbeutel. So Kondensatoren, die kosten ja auch ein bisschen Geld, und für den einen sind 50 Euro eher wenig und für den anderen sind eben 50 Euro viel Geld. Ja, das darf man hier bei aller Liebe nicht vergessen. So, jetzt haben wir die 4 kleine Kondensatoren rausgelötet. Jetzt packen wir unsere Pen Oceans mal rein. Sieht doch gut aus, die gehen schon fast so rein. Das heißt, wir biegen die uns nur ein kleines Stückchen. Ja, wie gesagt, bin ein bisschen krank, seht mir das nach. Ein bisschen Fieber habe ich auch. Aber heute ist Sonntag. Heute müssen wir das machen. So. Das müsste jetzt passen, oder? Jo. So machen wir jetzt alle 4. Und habe jetzt alle dementsprechend mit den Füßchen gebogen. Und jetzt gehen wir mal her und werden die Kollegen einlöten. Nochmal der Hinweis bitte, wenn ihr nicht firm seid mit elektrischen Schaltungen, das ist ein absoluter Warnhinweis. Lasst die Finger davon, lasst es Profis machen, Elektrotechniker, in Deutschland Elektromeister. Wie gesagt, ihr riskiert hier natürlich euer Leben und dementsprechend lasst ihr dann die Finger davon. Ja? Seid bitte so gut, beherzigt das. Und für alle anderen, die sich das zutrauen,
oder selber machen können. Wie immer gilt natürlich auch hier höchste Vorsicht und macht sowas nur, wenn ihr wisst, was ihr tut. Ja? Alles andere hat keinen Sinn. Was ich jetzt hier mache ist, ich mache nochmal die Lötstellen ein bisschen frei. Auch nochmals der Hinweis, hier findet keine Werbung statt. Hier ist nichts, gar nichts gesponsert oder irgendwie beeinflusst. Es geht alles hier immer auf meine Kappe. Und wenn sich da was ändert, dann gebe ich euch darüber Bescheid. So, jetzt gefällt mir das besser hier mit der dem Lötzinn. Ich wollte hier das alte rausmachen und dann eine Entlötpumpe, für die es nicht können. Man macht die Lötstelle heiß und dann frei. Ja, Freunde der leichten Unterhaltung. Ich habe jetzt doch angefangen, kurzfristig die Wimas rauszulöten. Wie man sieht man hier schon, ihr seht noch nichts, hier die Drähte der neuen Elma Silmix. Ich habe jetzt noch einen einzigen Wima zum Herauslöten, den machen wir jetzt noch gemeinsam raus und dann löt ihr auch schon die... Ah, meine Nase läuft. Ja, krank ist, sollte man halt solche Dinge besser sein lassen. Eigentlich, aber wie ihr wisst, wir können ja... Ich muss erst mal Nase putzen, Leute, die läuft mir. Kleiner Moment. So, weiter geht's. Löt mal die Freunde hier aus. Ich komme mit meinen fetten Daumen von der anderen Seite kaum rein, um das Bauteil herausziehen zu können. Ihr seht, das Lot ist schon, nein, ihr seht nichts, das Lot ist geschmolzen, aber meine fetten Finger können es nicht rausziehen. Ich kann es nicht rausziehen. Ich mal kurz die Zange dazu hernehmen. Da. Hier haben wir ihn schon, den Übeltäter. Oh Gott, Leute, ich sag's euch. Macht sowas nicht, wenn ihr krank seid. Es macht keinen Spaß. Naja, bringt dir alles nichts. Gemacht werden muss es trotzdem. So, wir puppen hier wieder die Lötstelle ab. Wenn wir hier in die Lötung hineingehen. Und auf der anderen Seite ziehen wir es raus. So.
haben wir unseren kleinen Vima hier. Unseren Elna Silmic. Machen wir ein bisschen zurechtbiegen. Ja, die Silmics sind halt die mit den Seitenfasernanteil. Was hier natürlich wichtig ist, für meinen Fall, ist die Polung zu beachten. Die ist hier für mich jetzt die kurze Seite zu den Transistoren beziehungsweise in der Mitte zu den Widerständen. So, der wäre drin. Jetzt löten wir das alles schön zusammen. Ja, von oben sind die Kondensatoren jetzt eingelötet. Ja, der sitzt ein bisschen schief hier, aber die kommen ja wahrscheinlich eh wieder raus, von daher egal. Was ich euch jetzt auch noch, die bleiben drin. Warum bleiben die drin? Diese Seite, also das bildet eine Vorstufe und das bildet eine Vorstufe. Die bleibt unberührt. Die mache ich nur mit diesen hier, damit ich später sehen kann, was der Wechsel der kleinen hier gebracht hat. Und natürlich, auf der Unterseite kommen noch russische Silbermikas. Da habe ich hier so ein Dämpfungspad. Die werden jetzt hier angelötet und dann im Dämpfungspad umwickelt. Erstens mal, um keine Kontakte zu andere Lötstelle zu geben, und mit dem Deckel sind sie dann so ziemlich verklemmt miteinander. Ja. Ja, hier sieht man das auch ganz gut. Na, oben habe ich schon abgezwickt und angelötet. Ja, so bleibt es. Und so machen wir jetzt alle 8 durch. Hier zeige ich euch noch schnell die Mikas, ne, die haben 1000er. Ich habe auch in 750 welche da. Liegt jetzt keine hier rum. Müsste ich euch nachher zeigen. Ja, da habe ich mal einen Beutel gekauft. Ja, da kaufe ich nochmal welche, weil die brauche ich immer wieder. Die sind geil, die sind richtig gut. Die machen mir Spaß. Bin nachher gespannt, was rauskommt gegenüber denen. Wir sind ja auch für Audio und oder waren für Audio konzipiert mit diesem Konstrukt. Hier waren mir halt die Signalwege zu lang. Ne? Ich kriege diese riesen Klopper, bekomme ich halt nicht in das Gehäuse rein, und mit dem langen Signalweg, das war so nicht ganz nicht ideal. Vor allem die lange Drähte fangen ja auch hier Störungen ein. Ja, da kann hier drin sein, hier Mundorf, Alume Z, was will. Mit dem langen Signalweg, das wird einfach nichts. Ne? Ja, einer lötet jetzt die Dinge schon hier fertig und dann zeige ich euch das nochmal. Ja, hier mal für euch ein kleiner Zwischenstand. Hier sieht man wieder den Mika, den Silberglimmer, der dann hier eingepackt wird. Da kommt nachher noch was drüber und dann schließt die Platte ab, ohne dass es kontaktiert und ohne dass das Gehäuse zu den Lötpunkten hier Kontakt hat. Ja. Na, hier muss ich noch ein bisschen die Stellerreiniger hier. Die sind auch schon ein bisschen älter. Ja. Kriegt man hin, machen wir fertig. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zum Einlöten von den Panoceans. Und ich habe unten nochmal, da klebe ich noch so ein kleines Pad auf, weil die ein bisschen abstehen von der Platine, dass die hier ein bisschen bedämpft sind.
Warum die Sprache immer solche komische Hüpfer macht, keine Ahnung, fragt mir nicht. Aber ich zeige euch hier nochmal die Details. Ja, die löten wir jetzt ein. Und ja, bis jetzt ging es ganz gut. Flutscht alles. Ich habe gerade die Stellen noch ein bisschen gereinigt. Und jetzt löten wir die ein hier. Ja, ihr seht mich gerade hier noch die Pan Oceans, die Silber, Kupfer, Gold einzulöten. Die große Kupferbecher sind drin. Jetzt löten wir noch die kleinen Koppeldinger von oben an. Muss man später überlegen, ob ich die Mund auf Silber, Gold noch dazu setze. Aber ich glaube eher nicht, weil wir später ja mit Akkuton-Hochtöner fahren und mit dem Blisma Beryllium Hochtöner, die haben genügend Glanz oben raus. Da müssen wir nicht noch extra mit zusätzlichem Glanz oder Stahlkraft da noch dagegen setzen. Jetzt löten wir die Teile hier an. So, Kollege ist dran. Wir werden jetzt soweit fertig. Jetzt machen wir das noch ein bisschen sauber, das ganze Board hier. Ja. Soweit so gut. Jetzt kontrollieren wir die Lötstellen nochmal. Hier war es ein bisschen knapp, ne? Da geht die Schraube drauf. Gefällt mir auch nicht so ganz, aber mal kurz durchmessen und dann vorsichtig. Ja, falls ihr euch wundert, hier die Kabel, die sind dazu da, um die Phono-Steckplatinen zu verbinden, aber komischerweise funktionieren die nicht. Ich habe da riesige Probleme damit. Da klingt der Plattenspieler wie Grütze. Irgendwas ist da falsch, deswegen sind die nicht drin. Die sind aber da gehört noch so ein Deckel drauf. Aber sollte nicht sein. Ja, jetzt machen wir das ganze Ding wie gesagt sauber. Räumen hier den Saustall ein bisschen auf. Und dann geht es runter ins Wohnzimmer. Anschließen. Ja, vorher noch ein bisschen durchmessen. Mal durchpiepen alles und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann Holla die Waldfee. Dann geht's los. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Alle, die wo jetzt noch dabei sind und geduldig meinem Gebabbel zugehört haben und geguckt haben, was der hier so fabriziert. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was euch gefällt, nicht gefällt, eure Meinung. Jeder sieht es ja immer ein bisschen anders. Ich bin da auch offen dafür, für Kritik. So, machen wir das Ding jetzt wie gesagt und dann geht's los. Ja, willkommen zurück oder immer noch dabei. Am Aloya ist der Deckel drauf. Mit Fieber war es ein bisschen anstrengend heute, aber jetzt bringen wir das Ding erstmal runter, schließen das an, lassen wir über Nacht, entschuldigt, lassen es über Nacht mal eingesteckt und dann gibt es morgen eine Hörprobe. In diesem Fall, wie immer, folgen, liken, kommentieren, rock on
Oleander Hi-Fi ist für euch da. Fragt, was immer ihr wollt und gebt mir ein Like, kommentiert, dass unser Algorithmus noch hochschnellt und dass wir noch mehr Content machen können. Ja, wie immer, habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Woche, wann auch immer ihr dieses Video hört. Und wir sehen uns auf dem Kanal. Rock on!